Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem September-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein September gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Auf was ist zu beachten? Auf was ist zu achten? Jedoch aber auch eventuell, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version mit anderen Botschaften, mehr Details. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Waage im September. Rückschlüsse ziehen. Ist es nötig, die Suche nach dem Aha-Moment, nach der Erkenntnis kommt zu einem anderen, späteren Zeitpunkt? Rückschlüsse ziehen halten dich noch fest, liebe Waage. Sei präsent im Moment und achte darauf, dass dein wahres Selbst zum Vorschein kommt und lasse dich nicht ablenken von einer Energie, die dich zwingen möchte, Rückschlüsse zu ziehen und dort hängen zu bleiben. Dein Unterbewusstsein arbeitet stark, liebe Waage, im September. Dein Unterbewusstsein manifestiert. Im besten Falle bist du dir bewusst darüber, was du manifestierst, was du dabei bist zu manifestieren, deine Wünsche, deine Gedanken. Darum überlass es nicht dem Unterbewusstsein. Du findest, was du suchst, oder was du suchst, findet dich. Dort, wo du das Gefühl hattest, zu wenig Fokus zu haben, dort, wo du das Gefühl hattest, ständig abgelenkt zu sein. Im September darfst du erkennen, darfst du verstehen, wo genau das Trauma sitzt, welcher Spirit dich davon abhält, zu fokussieren. Und wenn wir sagen, welcher Spirit dich davon abhält, das bedeutet nicht, dass du ihm einen Namen geben musst, sondern dass dir bewusst wird, dass du abgehalten, abgelenkt wirst. Um den 3. 4. September schon, gleich Anfang September, liebe Waage, hast du den Wunsch, das Verlangen gar nach mehr Leichtigkeit, nach mehr Luftigkeit, nach mehr Lustigkeit. Dieses Verlangen wird gestillt, sofern du, wie gesagt, deinem Wesen, deinem wahren Ich freien Lauf lässt und dich nicht zurückhältst, beziehungsweise dich nicht ablenken lässt von diesem Spirit, der deinen Fokus durcheinander bringt. Es geht darum, dein Hauptthema zu erkennen, was du bis jetzt vollbracht hast, was du noch vollbringen möchtest. Dich ebenso, ganz egal auf welcher Ebene, als Sieger anzusehen, denn du hast in den letzten 8 Jahren speziell wahnsinnig intensiv an dir selbst gearbeitet, an deiner Persönlichkeitsentwicklung, an deiner Bewusstseinserweiterung. Und sagen wir es so, du kannst jetzt im September die Früchte ernten. Das bedeutet,
dir zunutze machen, erkennen, wie weit du gekommen bist. Ein Löwe beobachtet dich. Dies kann im engeren, intimeren Kreis deiner Mitmenschen sein, Familie und Freunde, kann aber auch, ja, sagen wir es mal so, ein Arbeitskollege sein oder irgendjemand, der dich beobachtet, vielleicht Kontakt zu dir aufnehmen möchte, noch nicht weiß wie. Und auch dort ist eine kleine, klitzekleine Herausforderung, die da auf dich zukommt, nämlich inwieweit bist du da bereit, ganz authentisch zu antworten und nicht automatisierte, zugemüllte Standardantworten zu geben. Interessant. Der 11. September, dort darfst du etwas finden, sei es einen materiellen Gegenstand, den du vielleicht schon länger suchst, sei es eine Erkenntnis erlangen, sei es etwas schon lang Verlegtes, wo du dachtest, oh mein Gott, ich habe es verloren, ich finde es nicht mehr. Du hast auch ein Thema mit Schutz und Geborgenheit. Wie viel Schutz und Geborgenheit durftest du erfahren als Kind und Jugendlicher? Beziehungsweise diesbezüglich darf etwas geheilt werden. Ich muss kurz abtauchen, eine Karte ist runtergefallen. Es hat etwas mit einem Mutterthema zu tun, beziehungsweise falls du eine weibliche Waage bist und heute Mutter bist, beziehungsweise darüber nachdenkst, eine Familie zu gründen. Bei manchen kommen Selbstzweifel auf, ob sie dieser Aufgabe gewachsen sind, ob sie genug Geborgenheit geben können, auch wenn sie im Heranwachsen vielleicht nicht so gespürt haben. Jedenfalls, liebe Waage, es gibt alle Hände voll zu tun im September. Du beginnst gleich Anfang September mit neuen Plänen, mit neuen Projekten. Du hast wahnsinnig viele Ideen. Doch wie gesagt, es kann sein, dass der Fokus so ein, ja, bisschen zu wünschen übrig lässt. Denn es kann sein, dass kaum, dass du dich jetzt, sage ich mal, hinsetzt und sagst, okay, ich habe mir dieses und jenes vorgenommen, dass du nicht den Drive hast zu beginnen. Es kann sein, dass du abends zu Bett gehst und dir den Plan für den morgigen Tag erstellst und sagst, okay, vormittags möchte ich das erledigen, nachmittags dieses oder das verschiebe ich auf den Abend oder wie auch immer. Und dann ist es soweit und dann passiert nichts. Ja, wie gesagt, dies ist traumabasierend, dies ist vielleicht auch darauf basierend, dass dir als Kind oder Jugendlicher vermittelt wurde, dass gerade die wichtigsten Personen in deinem Leben, also deine Eltern oder nur ein Elternteil, dich nicht supportet haben, indem sie dir nicht das Gefühl gegeben haben, wirklich hundertprozentig an dich zu glauben, dass du es schaffst, dass du gut genug bist, intelligent genug bist, kreativ genug bist, gewieft genug bist, clever genug bist, whatever, und dir vielleicht gesagt wurde, das wirst du niemals erreichen. Dort hat sich so gesehen ein Spirit eingepflanzt, eingesetzt bei dir. Du darfst erkennen, habe Geduld mit dir selbst und gebe dir die Zeit. Nehme dir 10 Minuten Auszeit, selbst wenn du sagst, ja, was für eine Auszeit, was für eine Pause, ich habe doch gerade gar nichts gemacht, ich schaffe es nicht zu fokussieren. Mache etwas anderes, denk über etwas anderes nach, geh raus in die Natur 10 Minuten
und dann probiere es erneut. Es ist wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, denn sobald du dir darüber bewusst wirst, darf es gehen. Du möchtest jemandem etwas Gutes tun, du möchtest der Welt etwas schenken, indem du jemandem ganz speziell etwas Gutes tust, du möchtest in die Welt hinaustragen. Noch, liebe Waage, auch wenn du dich bereit dazu fühlst, ist es nicht ganz der richtige Zeitpunkt, denn sie sagen mir, etwas muss revisioniert werden. Es ist mehr dein Verstand, dein Ego, der dich antreibt und sagt, jetzt mach schnell, beeil dich, mach das jetzt sofort, jetzt musst du es geben, übergeben, machen, streamen, whatever. Doch tief in deinem Innern weißt du, ich warte lieber noch 12 Tage damit und dann wird es besser. Und es wäre dann auch besser. Der beständige Kampf in dir, dieses, ist es jetzt richtig, ist es jetzt gut, ist es der richtige Augenblick, der beständige Kampf des sich Vornehmens und doch nicht fokussieren Könnens, darf gehen, es darf sich verändern. Spätestens dann, wenn du erkennst, dass du all dies bestimmst, du all diesem Raum und Kraft gibst und niemand sonst. Sie sagen mir hier in diesem Kontext, es darf nur das geschehen, was du zulässt. Und sicherlich werden jetzt einige sich innerlich auflehnen und sagen, ja, aber ich lasse doch nicht zu, dass dieses und jenes passiert, beziehungsweise ich möchte das ja gar nicht. Was ist mit deinem Unterbewusstsein? Wie ist dein Unterbewusstsein programmiert? So seid ihr wirklich bewusst im September, wo deine Reise hingehen soll. Mach dir einen Plan, mach dir eine Struktur. Manche von euch haben einen Disput mit einem Feuerzeichen gehabt, insbesondere Schütze oder Widder. Dies darf sich legen, dort dürfen sich die Wogen glätten und ja, wie gesagt, es darf wieder in die Harmonie kommen. Du darfst ebenso etwas erkennen, vielleicht die große Wertigkeit an deiner Arbeit, an deiner Kreativität erkennen, was sie für einen Impact im Außen hat. Das ist sehr, sehr gut, denn somit gibst du dir selbst automatisch mehr Wertigkeit, was jetzt nichts mit Überflieger zu tun hat oder mit eingebildet sein oder zu viele Stücke von sich halten. Nein, es darf sich dir da eine neue Wahrnehmung offenbaren, wo du bemerkst, wie gut du eigentlich bist, wie gut du deine Arbeit eigentlich machst. Auch wie gesagt, der innere Richter, dieses ewig ständige, selbstkritische darf gehen. Wunderbar, hier wir sehen, es darf gehen, es wird von dir genommen, sobald du wieder den Fokus auf dich legst, auf deine Arbeit, auf deine immens wichtige Arbeit, auf dein dich einbringen in das große Ganze, in die Gesellschaft, in die Welt. Es ist etwas, wie gesagt, ein Ansichtspunkt oder dieser kritische Selbstpunkt, den du nicht mehr brauchst, vor allem jetzt nicht mehr, indem du dir selbst mehr Farbenpracht und mehr Leichtigkeit in deinem Leben erlaubst. Gerade jetzt, wo du dabei bist,
dir etwas aufzubauen, sei es ein Standbild, sei es ein Standbild, lustig, ein Standbild, ich wollte eigentlich Standbein sagen, wo du dabei bist, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen, wo du dabei bist, dir zu erlauben, dich selbst auszuprobieren und zu sehen, was liegt mir weniger, was tut mir gut, was möchte ich gar nicht mehr. Und alleine dadurch darf gehen, was dich aufgehalten hat, eine Selbsteinschränkung, ein falsches Selbstbildnis. Sagen wir es so, das darf gehen und wie gesagt, die Fröhlichkeit, die Leichtigkeit, die Farbenpracht in deinem Leben darf wieder einkehren. Jemand hat Jenseitskontakt, bekommt Jenseitskontakt, sei es im Wachzustand wie vielleicht auch über einen Traum. In dieser Botschaft ist ein ganz wichtiges Detail, welches dir überbracht wird, übermittelt wird, ausgesprochen wird, whatever. Und auch wenn du nicht gleich etwas damit anzufangen weißt, ist es fundamental, liebe Waage. Fundamental. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns dort auf dich. Bis gleich. Ciao.